Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. Mommy Made! Heute macht die Mami das. Hallo und herzlich willkommen bei Mommy Made. Ich bin die Sarah und hier auf dem Kanal gibt es jeden Freitag ein Näh- oder DIY-Tutorial, hin und wieder einen Blick hinter die Kulissen und auch manchmal Verlosungen und Gewinnspiele. Wenn das etwas ist, woran ihr Freude habt, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen, denn nur dann informiert euch YouTube, wenn ich etwas Neues hier hochlade und ihr verpasst dann nichts davon. Im FAQ-Video zur Schüttelmütze, das ich euch auch hier oben nochmal verlinke, hatte ich es bereits angekündigt, dass es auch zu einem weiteren Kleidungsstück, zu dem ihr auf dem Mommy Made YouTube-Kanal ein Tutorial findet, ein solches FAQ-Video geben würde. In dem seid ihr hier heute gelandet und es geht um den Ärmelschal, den ich hier heute trage. Das Tutorial zum Ärmelschal verlinke ich euch ebenfalls nochmal hier oben, beziehungsweise hier an der Seite, wenn ihr da kommen diese Infokarten raus. Da könnt ihr euch da drauf klicken. Den Ärmelschal könnt ihr so tragen, wie ich das heute tue, also so, dass vor allen Dingen die Schultern bedeckt sind und das Dekolleté ein wenig, aber es gibt auch noch folgende andere Tragemöglichkeiten. Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. Genau, eigentlich gibt es tatsächlich nicht schrecklich viele Fragen zu diesem Ärmelschal. Eigentlich erreichen mich immer nur Materialfragen und deshalb beschäftigen wir uns heute hier in dem Video mit der Frage, welche Materialien sich für das Nähen des Ärmelschals eignen oder eben nicht. Im Tutorial für den Ärmelschal hatte ich gesagt, dass ihr Strickstoff benötigt. Warum? Ich hatte dieses Kleidungsstück gesehen. Das hatte sich jemand gestrickt und es gibt gab diverse Strickanleitungen im Internet, aber eben keine Nähanleitung. Da ich aber wusste, dass es ja auch Strickstoffe zu kaufen gibt, mittlerweile eben auch solche, die eben aussehen, als wären sie selbst gestrickt. Und weil ich nicht stricke, habe ich mir gedacht, das kann ich sicherlich auch nähen und so ist das Tutorial entstanden. So, daraufhin hatte ich in dem Tutorial erläutert, dass ihr eben einen Strickstoff braucht, der auch eine gewisse Elastizität mitbringt, denn ihr müsst den ja längs einmal um euch rumwickeln können und das soll dann noch irgendwie hübsch fallen und euch nicht einengen. Und da kommen wir schon dazu, welches Material sich meiner Meinung nach nicht ideal dafür eignet und nachdem ich relativ häufig gefragt werde, und das ist Jersey, also regulärer Jersey, wie ihr ihn sonst eben für T-Shirts verwendet, und auch Jacquard. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich habe weder das eine noch das andere bisher vernäht zu einem solchen Ärmelschal. Aber ich habe mir das schon umgebunden und ich finde, ich persönlich, und das ist eine persönliche Meinung an der Stelle, dass dieses Kleidungsstück, wenn man das aus Jersey macht oder wenn man einfach mal ein langes Stück Jersey-Meterware so um sich rumwickelt, das ist ein bisschen arg fest und das bekommt dann schnell so ein bisschen Zwangsjackencharakter. Also mir persönlich gefällt es nicht. Ich finde, ein Stoff, den man dafür verwendet, sollte weich fallen und das tut Jersey in meiner Meinung so nicht. Bei den Jacquard-Stoffen ist oft das Problem, dass die einfach nicht genug Elastizität mitbringen und dass sie oft Muster haben, die dann, wenn man sie kippt, weil ihr wickelt das ja wie gesagt längs um euch rum, einfach nicht mehr schön aussehen. Das ist aber wie gesagt meine Meinung. Ausprobieren könnt ihr das natürlich alle. Solltet ihr das tun, schickt mir gerne eine Mail mit Fotos, das würde mich sehr brennend interessieren. Kommen wir zu den Stoffen, die sich eignen und die ich empfehlen kann. Allen voran die Frage, was ist das für Stoff, den du da verwendet hast und wo bekomme ich den? Letzteres war, wer mir länger folgt, weiß, das letztes Jahr lange großes Thema. Ich habe lange versucht, diesen Stoff zu bekommen und bin da leider gescheitert. Was ich verwendet habe, ist ein solcher Strickmelange, der, wie ihr seht, relativ dehnbar ist und so eine Angora-Stoff-Optik hat und dadurch eben sowohl auf der Oberseite als auch innen keinen großen Unterschied hat. Natürlich sieht die Rückseite immer ein bisschen anders aus, aber durch diese Angora-Optik und diese Futteln, sage ich mal, sieht das innen nicht viel anders aus als außen, was ich persönlich für dieses Projekt ideal finde. Das Ganze hat auch eine gewisse Längselastizität, wodurch sich das eben, wenn man es einmal um den ganzen Körper herumwickelt, wirklich auch schön legt. Und jetzt kommt's. Diesen Stoff gibt es jetzt im Mommy Made Shop. Und zwar habe ich den in 4 verschiedenen Farben für euch besorgen können. Ich bin kein Stoffladen, ich werde kein Stoffladen werden,
Aber den habe ich jetzt einmal besorgt, weil ich diese Frage einfach so oft gestellt bekomme. Und so gibt es diesen Stoff jetzt in 4 verschiedenen Farben, nicht als Meterware in meinem Shop, sondern als Nähset für einen solchen Ärmelschal. Warum Nähset? Weil, wie gesagt, ich kein Stoffladen bin und jetzt nicht riesige Mengen Meterware bei mir lagern kann, sondern nur eine begrenzte Menge davon habe. Und weil das Problem bei diesem Ärmelschal ja ist, dass wir in der Länge unfassbar viel Stoff brauchen. Also sowas wie 2,50, 2,60, 2,80, 3 Meter, aber nur eine geringe Breite. Und solche Strickstoffe in der Regel manchmal sehr hochpreisig sind und einige gesagt haben, oh, ich würde so gern so ein Ding nähen, aber ich brauche so viel Stoff nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, was ich sonst mit diesem Stoff machen soll. Und deshalb gibt es das jetzt eben als praktische Nähsets für einen solchen Schal in diesen 4 verschiedenen Farben bei mir im Shop. Und zwar haben wir da zum einen einen Anthrazitfarbton. Wir haben diesen Blauton, Jeanston, wie auch immer ihr ihn nennen möchtet. Ein Soft Pink oder auch Nude. Und ein Bordeaux. Welche Stoffe kann ich noch empfehlen? Also ich kann euch sagen, dieses Kleidungsstück gehört tatsächlich zu meinen Basics mittlerweile. Ich besitze, ich glaube, 6, 7, 8 Stück davon in verschiedenen Stoffen und verschiedenen Farben. Was ich euch noch empfehlen kann, wenn ihr mal wieder shoppen gehen könnt und Stoff in die Hand nehmen könnt, sind Feinstrickstoffe, die in etwa so aussehen wie dieser hier. Ich weiß tatsächlich leider nicht mehr, wo ich den gekauft habe, irgendwo vor Ort. Und ihr seht, dass man hier bei diesem Feinstrick die Maschen ganz deutlich sieht und der sehr elastisch ist, und zwar längs wie quer. Die Rückseite sieht so aus, also auch nicht viel anders als die Vorderseite. Wenn ihr sowas mal in die Finger bekommt und ein Schnäppchen machen könnt vor Ort, wenn man denn wieder vor Ort in die Stoffabteilungen gehen kann oder in die Stoffläden, ist das etwas, was sich auf jeden Fall eignet. Das nur an der Stelle, weil ich das immer wieder gefragt werde. Zu meinen absoluten Lieblingen gehören allerdings Grobstrickstoffe wie dieser hier. Denn wie gesagt, dieses ganze Kleidungsstück war ja ursprünglich was aussehen sollte wie selber gestrickt. Und mittlerweile sind wir ja in der glücklichen Lage, dass es Stoffe gibt, die aussehen wie selbst gestrickt. Nämlich solche Grobstrickstoffe. Der hier ist vom Stoffpalast. Den gibt es dort in, oh Gott, lass mich lügen, mindestens in verschiedenen Farben, wenn nicht mehr. Ein Link dazu packe ich euch in die Infobox. Dort findet ihr auch einen speziellen Rabattcode, den ihr beim Kauf im Stoffpalast auf diesen und auch alle anderen Stoffe anwenden könnt. Wie gesagt, das hier sieht aus wie selbst gestrickt und ich persönlich finde, das sieht als Ärmelschal vernäht, gerade jetzt im Frühling oder wenn es dann vielleicht endlich mal noch wärmer wird und in den Sommer geht, zum einfach mal drüber werfen, Cardigan-mäßig, stattdessen einen Ärmelschal. Sehr, sehr schön aus, frühlingstechnisch, gerade auch in Pastellfarben. Da gibt es wirklich schöne Töne beim Stoffpalast. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Was ich ebenfalls vernäht habe und euch hier kurz zeige, ist ein melierter Grobstrickstoff. Auch der hier ist vom Stoffpalast. Auch den findet ihr verlinkt in der Infobox, genauso wie alle anderen Stoffe, die ich euch heute hier zeige. Und auch für den gilt der Rabattcode, den ich euch in die Infobox packe. Der heißt Grobstrick meliert beim Stoffpalast. Aber wenn ihr genau hinguckt, seht ihr, dass der so ein bisschen so ein Waffelmuster hat. Also er sieht nicht ganz genauso aus wie der andere Grobstrick und ist einfach nur meliert dabei, sondern das hat ein bisschen ein anderes Muster. Auch den gibt es in diversen Farben. Ich bin ja, wie ihr sicherlich schon des Öfteren bemerkt habt, ein Fan von Blautönen. Deshalb ist es bei mir dieser dunkelblaue Navy-Stoff geworden. Aber auch diesen Stoff gibt es in ganz, ganz vielen verschiedenen Ausführungen. Das sind also Stoffe, die ich euch definitiv als Material für den Ärmelschal auch ans Herz legen kann. So, ihr Lieben, ich hoffe, dieses Video hilft euch dabei, den perfekten Stoff für euren Ärmelschal zu finden. Alle Stoffe, die ich heute hier gezeigt habe und die Rabattcodes dazu, so denn anwendbar, verlinke ich euch wie immer hier unten in der Infobox. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Ich hoffe in jedem Falle, das hat euch gefallen, hilft euch weiter und ihr habt jetzt vielleicht Lust bekommen, für euch selber oder eure Lieben für Frühjahr und Sommer mindestens einen schönen Ärmelschal zu nähen. Solltet ihr Lust auf weitere Näh- und DIY-Tutorials von mir, der Sarah von Mommymade, haben, dann abonniert doch hier unten den Mommymade-Kanal und aktiviert das kleine Glöckchen, denn nur mit dem Glöckchen informiert euch YouTube auch, wenn ich etwas Neues hochlade und ihr verpasst davon nichts. Ich freue mich sehr, wenn ihr hier wieder reinschaltet und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Money May!